Die Taliban, eine militante Gruppe, besetzt Afghanistan. Aber wer sind die Taliban? Und woher kommen sie ursprünglich? Um die Ursprünge zu verstehen, muss man einen Rückblick auf mehr als 40 Jahre afghanische Geschichte machen. Seit 1933 gab es in Afghanistan eine Modernisierung und demokratische Reform, wie sie gleichzeitig in der Türkei stattfand. In dieser Zeit wurden in Afghanistan unter anderem Wahlen, ein Parlament mit 2 Kammern, die Emanzipation der Frauen bis hin zum Frauenwahlrecht, eine moderne Infrastruktur und Pressefreiheit eingeführt. 1973 geriet Afghanistan unter den Einfluss der Sowjetunion. Das muslimische Afghanistan konnte sich mit dem aufgedrängten Kommunismus nicht anfreunden. Das führte zu Unruhen im Land und 1979 kam es zum Krieg zwischen den USA gegen die Sowjetunion. Millionen Menschen mussten bei diesem Krieg fliehen. Kämpfer, unter anderem finanziert vom wahhabitischen Saudi-Arabien, wurden eingesetzt. Die USA wollte mit ihren Verbündeten den Einfluss der Sowjetunion in Afghanistan beenden. Dazu druckte die USA zum Ansporn Lehrbücher mit falschem Islamwissen und verwendeten diese zur Ausbildung der Kämpfer. Aus der Operation Zyklon im Bürgerkrieg gegen die kommunistische afghanische Regierung entstanden die Mudschahedin-Kämpfer. Die wahhabitische Ideologie aus Saudi-Arabien wurde in Afghanistan in errichteten Koranschulen gelehrt. Einer der mit den USA verbündeten Kämpfer war Osama bin Laden. Mudschahedin-Kämpfer trafen 1983 Präsident Ronald Reagan im Weißen Haus. Zunächst noch gemeinsam agierend, kämpfte Osama bin Laden mit der Al-Qaida auf einmal gegen die USA. Aus diesen Kreisen entstanden 1994 auch die Taliban-Kämpfer. Taliban bedeutet Schüler. Auch die Taliban verwendeten die von den USA produzierten Bücher mit den aus dem Zusammenhang gerissenen Koranversen. Der Islam wurde für die Zwecke der USA missbraucht. In die ohnehin schon frauenfeindliche wahhabitische Ideologie wurden auch noch Selbstmordattentäter gezüchtet. Seither verüben Terroristen wie die Taliban und Al-Qaida Anschläge in vorwiegend muslimischen Ländern. Einzelne Anschläge gab es auch in der übrigen Welt, wie der Anschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center. In jüngster Zeit entstand aus Kreisen der Al-Qaida der Islamische Staat, auch genannt Daesh. Dennoch hat die USA nichts daraus gelernt und führte 2013 auch Syrien in den Krieg, indem sie mit der Operation Timber Sycamore Debut, ein Ableger der PKK, mit Waffen im Kampf gegen Regierungen bis heute unterstützen. In Afghanistan hat die USA verloren. Die Länder sollten den Islam unterstützen, nicht aber die wahhabitischen Salafisten. Das würde dem Frieden in der Welt dienen, auch den Frauen. Hoffen wir, dass die Taliban zum Islam findet.